Tastatur an den Rechner, so wie sich das gehört. Und nicht wie bei den PCs mit ihrem komischen PS2. Zwei Kabel ziehen. Und ADB hat... Nach dem Freiheitsmobile-Treffen müssen wir noch einmal im Transit durch Deutschland. Wir haben 3 Übernachtungsstops geplant. Die erste ist in Dorsten. Kaum wieder auf deutschem Boden gibt es wieder Stau. Gut, denke ich. Da wird wohl entweder ein Unfall oder eine Baustelle oder sowas sein. Aber nein, es ist eine Grenzkontrolle. Und das Beste in Anführungszeichen ist, dass dann nur 2 Polizisten gelangweilt rumstehen und alles durchwinken und der Kontrollplatz bis auf die Polizeifahrzeuge leer ist. Eine riesige, unsinnige und vor allem Steuer- und Zeitverschwendung. Er war auch nicht klobig oder clunky oder irgendwas. Ich glaube, es war sogar ziemlich genau der gleiche Stecker wie PS2. Also zumindest war das 7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart of everything that holds me down. No, no. And it's feeling like I'm in the roof. I can feel the love. Oh yeah, it's all around me. Oh, I need to know how I can make it. Not afraid to fall and perish it behind me. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Ja, guten Morgen. Nach dem Freiheitsmobile-Treffen standen wir jetzt hier 2 Nächte auf dem Stellplatz des Dorstener Motoryachtclub e.V. Ein sehr schöner, ruhiger Stellplatz, direkt hier am Sportboothafen an der Lippe. This relief inside, then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Wir füllen hier jetzt gerade nochmal Wasser auf und fahren dann noch einkaufen. Und dann fahren wir weiter nach Wiesmoor, wo wir uns mit einem Zuschauer treffen, dem Jürgen. Der hat uns auf Mastodon gefunden und uns angeboten, einen Tag auf seinem Grundstück zu stehen. Das nehmen wir doch sehr gerne an. Da haben wir auch ein Paket hinschicken lassen. Und dann fahren wir weiter Richtung Dänemark mit wohl noch einem kurzen Zwischenstopp bei Rendsburg, so wie es ausschaut, weil sonst wäre der Fahrtag zu lang. Wake up, I'm about to shake up every little thing, show you all that we can be. Come dance in my glow. Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow. It's always in my head, can never get enough. That summer feeling love. Me and my friends dance until we drop, and the good times don't stop. The good times don't stop. Aber erst müssen wir auch nochmal unser Abwasser entsorgen. Nights sitting under starlight, searching for the meaning in the beauty that we see. Come bathe in the glow. Keine Ahnung. Du hast die Tür aufgemacht. Ich muss warten, bis ich ganz ausgemacht habe. Keine Ahnung. Was muss man da machen? Da musst du einfach den Aufmachen halt, erstmal ausschnitzen.
Ein Öffner, ja. Gut. Jetzt bin ich wach. Machst du jetzt noch was? Back roads where the magic unfolds. Happiness is simple, all you need is to believe. Come jump in the glow. It's always in my head. Can never get enough. That summer feeling left. Me and my friends dancing till we drop. And the good times don't stop. The good times don't stop. The good times don't stop. Dann sind wir schließlich bei Tanja und Jürgen in Wiesmoor angekommen. Die Kamera haben wir erstmal weggepackt gelassen. Wir wollten die beiden ja nicht gleich überfallen. Und haben erstmal zusammen Kaffee getrunken. Und dann haben wir uns alle nochmal zurückgezogen vor dem Abendessen. Ja, wir stehen hier jetzt beim Jürgen in der Einfahrt. Sind da heute Mittag angekommen. Haben uns schon unterhalten, Kaffee getrunken. Und jetzt packen wir mal das Paket aus, was wir uns meinen Eltern hierher haben schicken lassen. Und schauen mal rein. Das Care-Paket. Filter für die Mavic 4 Pro. Dann haben wir, ich glaube, für den Kühlschrankkörbe. Ja. Nee, für unten für die. Ach nee, für den Doppelboden, genau. Schauen wir es. Genau, das sind Körbe für den Doppelboden. In die will ich Obst und Gemüse reinlegen, damit das Tag gut verstaut ist. Gut, dann haben wir hier einen Speichenspanner für mein Fahrrad. Hat man jetzt nicht so gesehen? Ja, nicht so nah rangehen, das heißt Ja, jetzt. das ist genau so. Speichenspanner für mein Fahrrad. Dann hier Schäufelchen. Ah, cool. Eine Wetterstation, weil das andere sind die Akkus so schnell leer, die Batterien so schnell leer, was wieder aufladbares jetzt mal geholt. Werbung. Kurz schauen wegen den Adressen. Das sind Druckknöpfe für Heike. Everdrop Universalreiniger. Ohrringe für Heike, sehr die sie cool. bestellt hat. Eine Klebefolie. Für die Schränke, genau. Ach, das ist die Mautbox für Skandinavien. Ah ja. Das ist wahrscheinlich Klamotten für Heike. Ja, meine Klamotten. Ja, und 2 Teller, gleich mal einen mehr, weil einen Mir wieder hat hier einer jemand kaputt kaputt gemacht hat. Jetzt haben wir Wieder 3 mal. Teller, jetzt haben wir 2. So. Gut, das war's. Und dann noch das. Nach einem leckeren Abendessen haben wir uns dann noch in den Garten gesetzt und Tanja und Jürgen haben ein Lagerfeuer angemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die 2 kennt. Sagt mal was, ja. Ja, sagt ihr was? Musiker. Die haben auf Mallorca damals als DJs angefangen und sind dann zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Und zwar, ich weiß nicht, wart ihr schon mal auf Norderney? Später zeigt mir Jürgen dann noch seine Man Cave oder, wie er es liebevoll nennt, sein Zeitreisezimmer. Ja, klar. 40K, ne? 40 Kilobyte Sound. Es ist
Ah, wir können es ja nochmal versuchen. Wegen YouTube und Copyright. Welcome to Love Machine. Und auf diesem Medium, liebe Kinder, kaufte man früher Spiele, bevor es Disketten gab. Und hier druckt mir Jürgen noch eine Halterung für meine LED-Strip-Fernbedienung für Mando. Jetzt, so. Willkommen im Zeitreisezimmer. Ja, wir sind ja hier bei Jürgen, wie schon gesagt, Jürgen und Tanja. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Oh, Und ja, das ist Jürgens Zeitreisezimmer, wie er es so schön nennt. Ein paar Aufnahmen habe ich ja euch ja schon gezeigt und ein paar kommen jetzt gleich noch. Ja, oder Retro-Fans, genau. Alles klar. danke. Wir haben Schön, zu dass ihr da danken. wart. Ja, danke auch. Okay. Und dementsprechend halt die entsprechenden Spiele. Also wenn dir irgendwas einfällt von damals, leider muss ich sagen, ist Donkey Kong ein Vertikalscreen gewesen. Das heißt, ich müsste den Bildschirm erst drehen, sonst sieht scheiße gepixelt gestaucht aus. Ah, okay. Jetzt kann ich Aber nicht nur in seinem Zeitreisezimmer geht es retromäßig zu, auch im Wohnzimmer. Hier hat er unter anderem eine Arcade Station stehen, auf der alte Arcade-Titel gespielt werden können und einen selbstgebauten Flippertisch. immer voller geworden. Im Innenleben ist ein alter Xbox 360 Controller. Okay. Oh, das war dämlich. Aber Jürgen beschäftigt sich nicht nur mit Retro-Computing und Retro-Gaming, sondern er baut auch für seine Frau und sich gerade einen alten Renault Master als Van aus, um darin dann auf Reisen zu gehen. Vielen lieben Dank nochmal, Tanja und Jürgen. Das war wirklich ein toller Tag und ein toller Abend bei euch. Und auch schöne Grüße noch an Rika. 7 hours driving on the highway. Far away, far away, far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Seit 1881 verband die Bremerhavener Straßenbahn Stadtteile, Hafen und Industrie. Bis zur letzten Fahrt am 30. Juli 1982. 3 Wagen wurden damals von einem Heimatverein gerettet und landeten 2010 am Bahnhof Heinschwalde. Dort rosten sie seitdem unter freiem Himmel vor sich hin. Zerbrochene Scheiben, Graffiti, verrottende Sitze. Heute sind sie ein düsterer Lost Place, ein Zeitzeuge, den die Natur langsam zurückholt.
Ghost Mode. Wir fahren über Wasser. Die erste Fährfahrt mit Mando über die Elbe. Und an dieser Stelle Grüße an Mats, der hier irgendwo im Gegenverkehr stand. Oh, my soul's running on fumes. Can I distill it down until I find the truth? Dig the dirt down to the roots. Have I been walking round in someone else's shoes? So where are you going? Honey, can I catch your eye? Let's drive until the sun goes down in the moonlight. Washes everything away. 'Cause I don't wanna run anymore. Can we take the road less traveled? We could get lost on the way. We could spend a whole life chasing something that'll never stay. Can we take the road less traveled? There's no rush in getting there. So put down all those expectations. Just sink in the ocean air. Which way will we do? Und hier fahren wir gerade auf die dänische Grenze zu. Auch die nehmen es mit Schengen leider derzeit nicht so genau. Auch wenn es hier keine Staus gibt und wir einfach durchgewunken werden. Did everything we're meant to do. I put on that suit and wore that tie like a noose. Still the world rang out of tune, and I could never find the notes to make it true. So where are you going? Honey, can I catch your eye? Let's drive until the sun goes down in the moonlight. Washes everything away. 'Cause I don't wanna run anymore. Can we take the road less traveled? We could get lost on the way. We could spend a whole life chasing something that'll never stay. Can we take the road less traveled? Ja, das ist Dänemark. Steht hier im hintersten Abschnitt vom Strand ganz alleine. Ganz alleine standen wir natürlich nicht da hinten am Strand. Hier an dieser Stelle noch viele Grüße an Steffi und Birgit, mit denen wir ein tolles, kleines Mini-Bimobil-Treff hatten.
diesen Eindrücken aus Röm beenden wir das heutige Video. Hier beginnt nun unsere Dänemark-Reise. Seid schon mal gespannt, was da noch alles so kommt. Wie immer gilt, liken und abonnieren nicht vergessen. Und falls ihr Tipps für Schweden habt, schreibt uns diese doch gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you.